Ich war immer sehr schnell aus der Puste und das Optische hat mir auch überhaupt nicht mehr gefallen. Jetzt fühle ich mich super. Ich bin froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Hi, ich bin Kevin und mit Yasio habe ich 25 Kilo abgenommen. Ich habe mich absolut nicht mehr wohl gefühlt. Ich hatte 90 Kilo auf meiner Körpergröße von 1,73. Ich war immer sehr schnell aus der Puste. Da ich Fußball spiele, war das jetzt nicht so toll, mit meinen Kindern irgendwas zu spielen. Ich habe schnell gemerkt, dass ich aus der Puste bin. Und dann habe ich gesagt, nein, so geht das nicht mehr, Kevin. Ich muss was tun. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, wie mache ich das? Ich habe schon öfter irgendwie angefangen, was zu machen und immer wieder so eine Woche, höchstens 2. Und dann habe ich abgebrochen, weil ich keine Lust mehr hatte und auch gar keinen Weg hatte, wie ich das weitermachen soll. Dann habe ich diese Yasio-App entdeckt und habe mich dann ein bisschen schlau gemacht, durchgeguckt und dann gesagt, okay, damit versuche ich es jetzt. Mein Ziel mit Yasio war es, auf 67 Kilo zu kommen von 90. Die größte Unterstützung in der App war die Kalorienangabe, wie viel ich halt essen konnte. Dass ich mir da Gerichte aussuchen konnte, die auf mich bestimmt waren. Weil man kann ja wirklich alles eingeben, was man essen möchte, ob vegetarisch oder mit Fleisch oder irgendwas anderes. Und daraufhin kann man sich das ja alles raussuchen. Man kann ja quasi alles essen, was man möchte. Nur es kommt halt darauf an, dass du nicht über diese Kalorien, die dir angezeigt werden, drüber kommst. Als ich damals bei Mama ausgezogen bin, ging es einfach sehr schnell, weil man hat einfach nur noch schnell und einfach gegessen. Man geht in den Supermarkt und geht an den ersten Backwarenstand vorbei und schnappt sich die ganzen Sachen. Wenn man jetzt das Wissen hat von den Kalorienanzahl, was das ist, dann hat man manchmal schon für 2-3 Tage gegessen, an einem Tag. Und so kam die Gewichtszunahme. Also wenn ich an die Anfänge zurückdenke, dann muss ich sagen, war es die ersten 2 Wochen sehr, sehr schwer reinzukommen, weil ich auch nicht wusste, was ich esse und wie ich esse. Aber so mehr ich mich damit befasst habe, ich meine, immer abends, bevor wir schlafen gehen, habe ich mir irgendwelche Rezepte angeguckt oder in der App geguckt und so weiter und habe mir dann nachher persönlich die selber auch umgestellt, wie ich die mag und wie ich die gestalten würde. Und so hat mir das immer weitergeholfen und so habe ich dann irgendwann so eine Routine reinbekommen, was ich esse, was ich essen kann. Meine Gerichte, die ich mir jetzt alle so gemacht habe, dauert keins länger als 15 Minuten, vielleicht mal 20. Das muss schnell gehen und das muss einfach gut sein. Also bei uns in der Stadt gibt es die Dönerrolle bei einem Innenbiss. Die habe ich da schon sehr gerne gegessen, aber halt war die da von den Kalorienanzahl viel mehr als die ich jetzt mache. Und dann habe ich mir damals gedacht, wie kann ich die essen? Ich will die unbedingt essen. Und dann habe ich mir die selber irgendwie zusammengestellt, halt in Light-Produkte mit Proteinwraps und Light-Soße und Light-Käse. Ich muss sagen, die schmeckt sogar besser als die vom Imbiss. Meine Dönerrolle hat ungefähr so 500 Kalorien und die aus dem Imbiss hat, ich glaube, das Doppelte, vielleicht sogar noch mehr. Lecker. Sehr, sehr lecker. Ich motiviere mich in dem Sinne, dass ich im Spiegel gucke und ich sehe, dass irgendwas sich verändert. Und das ist meine tägliche Motivation, um weiterzumachen. Wenn es keine Veränderung geben würde, dann hätte ich auch keine Lust darauf. Aber wenn du siehst, es verändert sich was, dann mach. Mit Yasio hat das geklappt, weil man wird da komplett geleitet. Man hat da seine Gerichte sogar noch. Also man ist nicht alleine, sag ich jetzt mal. Sonst fühlt man sich immer so alleine. Was esse ich, was mache ich, wie mache ich das? Und da hat man wirklich von A bis Z eine Vorgabe, wie man das macht. Täglich fit halte ich mich durch Spazierengehen. Also ich gucke so, dass ich meine 10.000 Schritte am Tag voll kriege. Man tut für sich was Gutes, man geht raus, man sammelt Schritte, man ist an der frischen Luft. Am Ende des Tages kann man vielleicht auch noch mal das eine oder andere mehr essen. Sportmäßig habe ich nicht viel gemacht, bis auf meinen Fußball 2-mal die Woche und ab und zu mal ein paar Liegestützen. Also ich gebe dir den Tipp, dass du wirklich dich mit der App befasst, dir dein Ziel setzt und wirklich dich tagtäglich damit befasst, was du isst und wie du das machen kannst. Du musst einfach nur dranbleiben, dir deine Gerichte vielleicht selber auch zusammenstellen oder es wird dir auch sehr, sehr viel geholfen einfach in der App. Rückschläge würde ich jetzt eigentlich auch hinnehmen. Wenn ich sage, okay, ich baue jetzt wieder 2-3 Kilo irgendwie auf, dann würde ich sagen, okay, ich weiß aber jetzt, wie es geht, die wieder abzutrainieren. Ich habe dieses Wissen jetzt mir über die Zeit aufgebaut und man weiß jetzt halt, wie es geht. Und deshalb ist es für mich egal, ob ich jetzt mal wieder 2-3 Kilo mehr habe, dann gehe ich halt wieder 2-3 Kilo runter. Ich bin froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, wenn er ein Ziel hat, das Ziel zu verfolgen und auch wirklich durchzuziehen. Jetzt fühle ich mich sehr gut. Jetzt fühle ich mich super. Man geht ganz anders aus dem Haus. Man ist nicht mehr so träge und denkt nicht so, wie sehe ich aus oder keine Ahnung. Man ist einfach so fit und man ist fröhlich. Ich sag mal, eine ganz andere Lebenseinstellung hat man jetzt dadurch.